Dieser Lehrgang ist gedacht für Leute, die neu einsteigen in die Reinraumtechnik, sei es als Mitarbeiter im Reinraum, sei es für Leute, die in der Planung arbeiten oder auch bei Installationen. Ich denke, dieser Lehrgang kann einem einen Wettbewerbsvorteil geben. Also der Mitarbeiter kann kompetent mit potenziellen oder mit tatsächlichen Kunden verhandeln. Er kann sein Produkt besser anpreisen und er kann sich besser vorstellen, in welcher Umgebung sein Produkt verwendet wird. Zum anderen erfährt auch, was hinter diesem Reinraum, was dahinter steckt, sei das Klimatechnik, sei das Lüftungstechnik, sei es andere Sachen, Gasversorgungen, Wasser, dass er da eine Idee bekommt, was da alles auch noch im Hintergrund abläuft. So sehe ich jetzt, dass der Nebel zumindest dahinter war eigentlich eine Demonstration, wie ist die Partikelgrößenverteilung in einer Reinheitsklasse, wie ist die Partikelverteilung in der Atmosphäre, in der Außenluft. Je nach Umfeld eigentlich, je nach Prozesse, die Sie da haben, wenn Sie in der Lebensmittelindustrie sind oder wenn Sie in der Pharmaindustrie sind, da sind eben diese Keime in der Luft ganz wichtig, dass man weiß, wie viele da sind. Der Grund ist einfach, weil diese koloniebildenden Einheiten, die KBEs, also die Keime vor allem, die spielen im Gesundheitswesen eine entscheidende Rolle. Kleidung wird immer zweifach verpackt. War das Thema richtig anziehen von einer Bekleidung, die in Sterilbereichen in der Pharmazie getragen wird. Und damit ist es sozusagen eine Vollmontur, wo der Kopf ganz eingeschlossen ist, das Gesicht vermummt ist, der ganze Körper, die Hände mit 2 Paar Handschuhe bedeckt sind, Stiefel, die Knie hoch sind. Fehler häufig kann sein, wenn das Prozedere, was ja festgeschrieben wird, nicht ganz eingehalten wird, dass man zum Beispiel sich Bekleidung kontaminieren kann. Ja, wenn man zum Beispiel zuerst den Overall anzieht und dann merkt, ach Gott, die Haube, die muss ich nochmal drüber und dann passt es nicht mehr richtig und ich beginne dann die Kleidung anzufassen, dann ist es schon zu spät. Dann habe ich natürlich ein riesen Kontaminationsproblem und muss quasi wieder alles auf gut Deutsch in den Müll werfen und muss wieder von vorne anfangen. MBV stellt extrem hohe Anforderungen in der Qualität an unsere Produkte, aber auch an unsere Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter betreten Reinräume bei verschiedenen Kunden verschiedenster Klassen. Die Schulung vermittelt genau das Wissen, das nötig ist, damit man sich richtig verhalten kann und Verständnis für die Prozesse und Abläufe in so einem Reinraum hat.